Direkt neben der A1 auf Höhe der Raststätte Oberster Heide entsteht einer der größten Solarparks in ganz NRW. Auf einer Länge von über 1 Kilometer wird er direkt neben der Autobahn errichtet. Das 16 Hektar große Gelände wurde für 30 Jahre gepachtet. Die Gründung der Spiegeltische erfolgt durch Einrammen von Stahlprofilen. Es wird kein Fundament benötigt. Ohne Betonfundamente wird eine großflächige Bodenversiegelung vermieden. Das Einrammen der etwa 10.000 Pfosten dauerte 3 Wochen. Und die anschließende Montage der Spiegeltische gut 2 Monate. Auf der Konstruktion zwischen 4 Pfosten finden immer 6 Paneele Platz. Es werden insgesamt 3 Wechselrichter benötigt. Hier werden die Stahlprofile angeliefert. Aus diesen Profilen werden die Spiegeltische zusammengeschraubt. Der Gertrudenhof hat diese Fläche gerne verpachtet, denn für eine intensive landwirtschaftliche Nutzung ist es zu unfruchtbar. Die Spiegeltische im schmaleren nördlichen Bereich der Anlage sind schon vollständig montiert und die Kabelgräben für die Verlegung der Kabel sind schon ausgehoben. Von den Modulen bis zu den Umrichtern sind es Gleichstromkabel, denn jedes Solarpanel erzeugt Gleichstrom. Ein handelsübliches Modul besteht aus 72 Zellen und er liefert eine maximale Spannung von 46 Volt. Einige Module werden in Reihe geschaltet, diese in Gruppen zusammengefasst und diese Gruppen werden dann parallel verschaltet. Das Ganze ist eine Wissenschaft für sich. Diese Verschaltung wird so gewählt, dass sie der Eingangsspannung der Wechselrichter entspricht. Die Wechselrichter wiederum werden so gewählt, dass sie der Leistungskurve der Solarmodule sehr nahe kommen. Diese Verschaltung hat auch einen entscheidenden Einfluss auf den Wirkungsgrad der gesamten Anlage. Am meisten bekannt und auch immer genannt ist die Leistung in kW Peak. Das ist aber die maximale Gleichstromleistung direkt am Modul. Verrechnet wird aber die Leistung, die ins Netz eingespeist wird, und das ist der Wechselstrom nach dem Umrichter. Diese Leistung wird in kW DC angegeben. Das sind in etwa 78% der Peakleistung. Hier werden die einzelnen Strings des Feldes an die Gleichstromseite des Wechselrichters angeschlossen. Was hier so kompliziert und verwirrend aussieht, ist letztendlich nur immer Plus und Minus. Die einzelnen Strings werden hier gebündelt und über Lastschalter mit dem eigentlichen Wechselrichter verbunden. Der Wechselrichter speist dann die Leistung in das Netz ein, meistens über einen Transformator. In unmittelbarer Nähe verläuft eine 110 kV Hochspannungsleitung. Aus Kostengründen ist aber eine direkte Einspeisung nicht möglich. Anbieten würde sich eine Einspeisung in das Umspannwerk des Windparks Friesheim A1. Das sollte aber erst ein Jahr später fertiggestellt werden und so lange wollte man nicht warten. Man plante daher die Einspeisung in das 6,5 Kilometer entfernte Umspannwerk von Großfernisch. Kurz nach Baubeginn stellte sich aber heraus, dass das Umspannwerk des Windparkes ein Jahr früher fertig wird. Die Planung konnte aber nicht mehr umgeworfen werden und damit blieb es beim Einspeisepunkt Großfernisch. Die Firma Krämer wurde mit der Verlegung der Kabel beauftragt.
Dieser hat auch bereits die Kabel im Windpark verlegt und ist auf eine schwierige Trassenführung spezialisiert. Insgesamt mussten ca. 40 km 20 kV-Kabel 630 Quadrat verlegt werden. Und zwar in 2 Systemen A3-Kabel. Zusätzlich kommt noch ein Leerrohr. Vor der Verlegung werden immer 3 Einzeladern zu einem System zusammengebunden. Hier in diesem Bereich muss besonders sorgsam gearbeitet werden, denn es muss der Fluss Erft unterquert werden. Mittels einer Spülbohrung wurden schon 2 dicke Leerrohre unter den Fluss verlegt. Hier sieht man ein Grundprinzip der Kabelverlegung. Die 3 Einzeladern sind auf Trommeln gewickelt und werden gleichzeitig abgezogen und zu einem System verbunden. Bei den Dimensionen der Kabel können diese natürlich nur maschinell bewegt werden. Es ist aber immer noch eine menschliche, führende Hand erforderlich. Es darf sich nichts verheddern, denn auf der anderen Seite des Flusses zieht eine Maschine die Kabel durch die Leerrohre hindurch. Der Abstand zu den Flussufern beträgt beidseitig gut 60 Meter, was dann eine Spülbohrung von 150 Meter erforderlich machte. Eine ganz schöne Leistung. Im übrigen Bereich der Trassenführung war es nicht so kompliziert. Hier wurde nach dem herkömmlichen Verfahren gearbeitet, also einen Graben ausheben, die Kabel hineinziehen und den Graben wieder zuschütten. Auch hier wurde eine Neuheit eingesetzt, eine Kabelwickelmaschine. Diese hatte sich schon im Windpark bewährt. Diese Maschine umwickelt die 3 Kabel mit einem sehr reißfesten Geflecht aus Polyesterfasern. Durch dieses Verfahren müssen die Kabel nicht mehr eingesandet werden. Bausand ist ja mittlerweile eine knappe Ressource und entsprechend teuer. Und die Wickelkosten werden damit kompensiert. Eine Win-Win-Situation. Hier sieht man den gesamten Tross in Bewegung. Das Prinzip der Wickelmaschine bedarf keiner Erklärung. Es ist einfach, aber genial. An diesen Zug könnte zum Schluss ohne weiteres noch eine Grabenfräse angehängt werden. Dann wäre alles in einem Arbeitsgang fertig. Diese Übersicht zeigt den Weg der Kabeltrasse. Eine Herausforderung war auch der Bereich durch die neue Kiesgrube. Anfang 2025 war alles so weit fertig, dass die Anlage in Betrieb gehen konnte. Im April 2025 stellt sich die neue Anlage denn so dar. Der Raps steht in voller Blüte und am Zaun sind auch alle Sträucher schon gepflanzt. Der Zaun hat übrigens eine Bodenfreiheit von 20 cm. Kleinsäugern wird es dadurch möglich, den Zaun ungehindert zu passieren. Die Graspflege innerhalb der Anlage übernehmen später Schafe.
Was geschieht eigentlich jetzt hier in der Anlage? Im Vergleich zu einem Windrad sieht man ja nichts. Der Fotoeffekt wurde 1839 von Alexander Edmund Becquerel entdeckt. Licht besteht aus Photonen. Das sind kleine, unteilbare Energiepakete. Je heller die Sonne scheint, desto energiereicher sind sie. Der Fotoeffekt besagt, dass zwischen zwei elektrolytischen Zellen ein lichtabhängiger Stromfluss entsteht. Eine Solarzelle ist deshalb immer so aufgebaut. Zwischen zwei Metallplatten befindet sich p- und n-dotiertes Silizium, das durch eine Grenzschicht getrennt ist. Trifft jetzt Licht in Form von Photonen auf die Oberfläche, ist es ihm möglich, ein Elektron aus dem Atom dieses Materials herauszulösen. Diese Elektronen bewegen sich frei im Raum und wandern zur negativen Platte. Das jetzt positive Atom wandert zur positiven Platte. Zwischen beiden Platten besteht dann ein Potentialunterschied. Wenn man jetzt beide Platten außerhalb mit einem Verbraucher verbindet, haben wir unseren Solarstrom. Zum Schluss noch einmal alle Daten der PV-Anlage Gertrudenhof.